Im Oktober 2003 verschwand eine kleine Wandergruppe für fast 3 Stunden vom Radar des Bergrettungsdienstes im rumänischen Godeanu-Gebirge. Als die Gruppe schließlich wieder auftauchte, wirkten die Mitglieder verwirrt, erschöpft und teilweise orientierungslos. Doch das Merkwürdigste kam erst später ans Licht. Mehrere Uhren innerhalb der Gruppe zeigten unterschiedliche Zeiten an. Auf den Kameras fehlten plötzlich ganze Aufnahmen und einer der Wanderer behauptete, nachts Schritte um das Lager gehört zu haben, obwohl sich kilometerweit entfernt keine andere Menschenseele befand. Der sogenannte Fall Gugu gehört bis heute zu den rätselhaftesten Berichten aus den rumänischen Karpaten. Die Ereignisse basieren auf Aussagen mehrerer Beteiligter, alten Bergsteigerberichten und Erzählungen aus der Region rund um den Gugu-Berg, einem Ort, den Einheimische seit Jahrzehnten meiden, sobald die Sonne untergeht. Denn dort oben, so erzählen es Hirten und ehemalige Forstarbeiter, soll nachts etwas durch den Nebel wandern, etwas, das man niemals direkt sehen soll. Die Godeanu-Berge liegen im Westen der rumänischen Südkarpaten und gehören zu den abgelegensten Regionen Europas. Kilometerweite Wälder, schroffe Bergrücken und kaum markierte Wege machen das Gebiet bis heute schwer zugänglich. Selbst erfahrene Wanderer beschreiben die Gegend oft als ungewöhnlich still. Besonders der Gugu-Berg ist von Legenden umgeben. Einheimische nennen ihn seit Generationen den verschwindenden Berg. Manche behaupten, der Gipfel sei bei bestimmten Wetterlagen plötzlich nicht mehr sichtbar, selbst aus geringer Entfernung. Andere sprechen von seltsamen Lichtphänomenen oder unerklärlichen Geräuschen, die nachts über die Hochebenen ziehen. Basierend auf Berichten ehemaliger Schäfer sollen Tiere den Bereich rund um den Gipfel meiden. Mehrere Hirten erzählten unabhängig voneinander, dass Hunde nachts plötzlich aggressiv reagierten oder panisch davonliefen. Im Herbst 2003 plante eine 7-köpfige Wandergruppe aus Timișoara und Cluj eine 2-tägige Tour durch das Gebiet Borascu-Gugu. Die Gruppe bestand aus erfahrenen Bergwanderern, darunter ein freiwilliger Rettungshelfer und 2 Naturfotografen. Der Wetterbericht war stabil, keine Unwetter, kein Nebel, keine Warnungen. Am Morgen erreichten sie den Stausee Gura-Apelor und begannen den Aufstieg Richtung Borascu-Hochebene. Anfangs verlief alles normal. Die Gruppe machte Fotos, dokumentierte Pflanzen und filmte die Landschaft. Doch bereits gegen Nachmittag bemerkten mehrere Teilnehmer etwas Merkwürdiges. Die Geräusche der Umgebung verschwanden plötzlich. Kein Wind, keine Vögel, keine Insekten. Später beschrieb einer der Wanderer diesen Moment als unnatürlich still. Eine Frau aus der Gruppe sagte Jahre später in einem Interview, sie habe plötzlich das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden. Zunächst hielt niemand das für wichtig. Doch als die Sonne langsam hinter den Bergen verschwand, änderte sich die Atmosphäre vollständig. Innerhalb weniger Minuten zog dichter Nebel aus den Tälern nach oben. Laut Aussagen der Gruppe bewegte er sich ungewöhnlich schnell, fast so, als würde er gezielt über die Hochebene kriechen. Der freiwillige Rettungshelfer schlug vor, das Nachtlager früher als geplant aufzubauen. Sie entschieden sich für einen Platz nahe eines kleinen Bergsees unterhalb des Gugu-Gipfels. Es sollte die letzte ruhige Entscheidung dieser Nacht sein. Gegen 19 Uhr war das Lager aufgebaut. Die Gruppe errichtete ihre Zelte nahe des kleinen Sees, geschützt zwischen niedrigen Felsen und vereinzelten Kiefern. Obwohl die Temperaturen rasch sanken, wirkte der Abend zunächst ruhig. Einige bereiteten Essen auf kleinen Gaskochern zu, andere fotografierten die letzten Lichtstrahlen über den Bergen. Doch mit Einbruch der Dunkelheit veränderte sich die Stimmung erneut. Mehrere Mitglieder der Gruppe bemerkten, dass ihre GPS-Geräte plötzlich kein stabiles Signal mehr empfingen. Zuerst hielt man das für ein normales Problem in abgelegenen Gebieten. Doch wenig später verloren auch die Kompasse auffällig oft die Richtung. Einer der Wanderer berichtete später, die Nadel seines Kompasses habe sich mehrere Sekunden lang unkontrolliert gedreht. Kurz darauf fiel das erste Licht aus. Die Stirnlampe eines Fotografen begann plötzlich zu flackern, obwohl die Batterien erst wenige Tage alt waren. Minuten später passierte dasselbe bei einer zweiten Lampe. Der Wind nahm zu. Dichter Nebel bewegte sich jetzt zwischen den Zelten hindurch. Teilweise konnten die Mitglieder der Gruppe einander kaum noch erkennen, obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt standen.
Trotzdem versuchte man ruhig zu bleiben. Man sprach über Wetterumschwünge, elektromagnetische Störungen oder einfache Erschöpfung nach dem langen Aufstieg. Niemand wollte den anderen Angst machen. Doch gegen 22 Uhr geschah etwas, das später fast alle Beteiligten unabhängig voneinander bestätigten. Aus der Richtung des Gugu-Gipfels war plötzlich ein Licht zu sehen. Kein dauerhaftes Licht, kein Lagerfeuer, keine Taschenlampe. Es wirkte eher wie ein schwaches weißes Leuchten, das sich langsam durch den Nebel bewegte. Ein Mitglied der Gruppe glaubte zunächst an andere Wanderer, doch der freiwillige Rettungshelfer widersprach sofort. Laut ihm befand sich zu dieser Jahreszeit normalerweise niemand mehr dort oben. Außerdem bewegte sich das Licht seltsam. Es erschien für wenige Sekunden, verschwand wieder hinter dem Nebel und tauchte dann an einer völlig anderen Stelle erneut auf. Die Gruppe beobachtete das Phänomen fast 10 Minuten lang. Dann verschwand es plötzlich vollständig. Die Stimmung im Lager wurde zunehmend angespannt. Niemand sagte es offen, doch mehrere Personen beschrieben später denselben Gedanken. Es fühlte sich nicht so an, als wäre dort oben etwas unterwegs, sondern als würde etwas auf sie zukommen. Kurz nach Mitternacht hörten die ersten Mitglieder der Gruppe Schritte außerhalb des Lagers. Langsame Schritte, schwer, gedämpft durch den feuchten Boden. Zunächst dachte man an ein Tier, vielleicht einen Hirsch oder einen Bären. Doch die Geräusche bewegten sich kreisförmig um die Zelte herum, langsam, gleichmäßig und auffallend kontrolliert. Einer der Männer öffnete schließlich den Reißverschluss seines Zeltes und leuchtete hinaus. Nichts, nur dichter Nebel. Doch die Schritte hörten nicht auf. Sie bewegten sich weiter um das Lager, Runde für Runde. Und irgendwann bemerkte jemand etwas, das später niemand mehr vergessen konnte. Die Schritte erzeugten kein Echo. In den offenen Bergen der Godeanu-Region hallt normalerweise jedes Geräusch zwischen den Felsen wider. Doch diese Schritte wirkten seltsam dumpf, fast so, als kämen sie nicht wirklich aus der Umgebung selbst. Gegen 1 Uhr morgens beschloss die Gruppe, wach zu bleiben. Keiner wollte mehr allein sein. Die Gruppe saß dicht zusammen zwischen den Zelten, während der Nebel immer dichter wurde. Das Licht der kleinen Campinglampen reichte kaum noch einige Meter weit. Dahinter begann sofort die Dunkelheit. Niemand sprach viel. Die meisten lauschten nur. Immer wieder waren diese Schritte zu hören. Langsam, gleichmäßig. Manchmal schienen sie direkt hinter den Zelten vorbeizugehen, dann wieder weiter entfernt am Rand des Lagers. Doch egal aus welcher Richtung die Geräusche kamen, niemand konnte jemals etwas erkennen. Einer der Fotografen begann schließlich zu filmen. Er richtete seine Kamera in den Nebel und ließ sie mehrere Minuten laufen. Später behauptete er, dass er währenddessen kurz eine Bewegung zwischen den Felsen gesehen habe. Eine dunkle Gestalt, kaum sichtbar im Nebel. Doch als er genauer hinsah, war dort nichts mehr. Gegen 1:30 morgens wurde die Situation noch merkwürdiger. Eine Frau aus der Gruppe bemerkte plötzlich, dass einer der Wanderer fehlte. Zunächst dachte man, er sei nur kurz hinter die Felsen gegangen, doch nach mehreren Minuten kehrte er nicht zurück. Sein Zelt war leer, die Stirnlampe lag noch darin, der Mann hieß Adrian. Laut Aussagen der Gruppe hatte ihn wenige Minuten zuvor noch jemand am Lagerfeuer sitzen sehen. Niemand konnte erklären, wann oder warum er verschwunden war. Die Stimmung schlug sofort in offene Panik um. Mehrere Mitglieder der Gruppe begannen gleichzeitig seinen Namen zu rufen. Die Stimmen wurden vom Nebel verschluckt und wirkten seltsam gedämpft, als würde die Dunkelheit selbst jedes Geräusch absorbieren. Dann hörten sie plötzlich eine Antwort. Weit entfernt. Zu weit entfernt. Es war eindeutig Adrians Stimme, doch das Problem war die Richtung. Die Stimme kam scheinbar direkt vom Hang des Gugu-Gipfels, einem Bereich, den Adrian zu Fuß unmöglich so schnell hätte erreichen können. Der freiwillige Rettungshelfer griff sofort nach seiner Lampe und wollte losgehen. 2 weitere Männer begleiteten ihn. Die anderen blieben am Lager zurück. Während sie sich langsam den Hang hinauf bewegten, wurde der Nebel dichter und dichter. Mehrfach verloren sie sich beinahe aus den Augen, obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt gingen. Immer wieder riefen sie nach Adrian. Und immer wieder kam dieselbe Antwort zurück. Leise, verzerrt, fast wie ein Echo. Doch jedes Mal aus einer anderen Richtung. Einer der Männer berichtete später, dass ihm plötzlich auffiel, dass die Stimme niemals näher kam, egal wie weit sie liefen. Dann geschah etwas, das alle 3 später unabhängig voneinander bestätigten. Zwischen den Nebelschwaden erschien plötzlich eine dunkle Silhouette.
groß, regungslos. Vielleicht 30 Meter entfernt. Die Gestalt stand direkt zwischen den Felsen am Hang. Keiner der Männer konnte später beschreiben, wie sie genau aussah. Der Nebel verdeckte die Konturen vollständig. Doch alle drei erinnerten sich an dasselbe Gefühl. Die Erscheinung beobachtete sie. Der Rettungshelfer richtete sofort seine Lampe darauf. Für einen kurzen Moment glaubten sie, ein Gesicht zu erkennen. Dann flackerte das Licht plötzlich und erlosch. In derselben Sekunde verstummte auch Adrians Stimme. Absolute Stille breitete sich über den Hang aus. Keine Schritte, kein Wind, nichts. Die Männer blieben mehrere Sekunden regungslos stehen. Dann hörten sie plötzlich direkt hinter sich ein Geräusch, ein langsames Kratzen über Stein. Sie drehten sich sofort um, doch dort war niemand. Die drei Männer beschlossen sofort, zum Lager zurückzukehren. Nicht aus Feigheit, wie einer von ihnen später betonte, sondern weil die Situation plötzlich vollkommen unkontrollierbar wirkte. Die Taschenlampe des Rettungshelfers funktionierte nur noch sporadisch und der Nebel war inzwischen so dicht geworden, dass selbst die Konturen der Felsen verschwammen. Während sie den Hang hinuntergingen, hatte jeder von ihnen dasselbe Gefühl, dass sich noch etwas mit ihnen bewegte. Nicht sichtbar, aber nah. Mehrfach drehten sie sich um, weil sie glaubten, Schritte hinter sich zu hören. Doch jedes Mal war dort nur dichter Nebel. Als sie schließlich das Lager erreichten, bemerkten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Die übrigen Mitglieder der Gruppe standen nicht mehr am Feuer, die Campinglampen waren ausgegangen und zwischen den Zelten herrschte völlige Dunkelheit. Der Rettungshelfer rief sofort nach den anderen. Für einige Sekunden kam keine Antwort. Erst dann erschien eine Frau aus dem Nebel zwischen den Zelten. Laut ihrer Aussage seien plötzlich alle Lampen gleichzeitig ausgefallen. Doch das war nicht das Schlimmste. Adrian war zurückgekehrt. Er saß ruhig auf einem Stein nahe des Sees. Allein, ohne Lampe, ohne Jacke und vollkommen durchnässt. Die Gruppe lief sofort zu ihm. Der Mann wirkte verwirrt und reagierte zunächst kaum auf Fragen. Sein Blick war starr auf den Nebel über dem Wasser gerichtet. Der Rettungshelfer fragte ihn mehrfach, wo er gewesen sei. Adrian antwortete erst nach mehreren Sekunden. »Ich dachte, ihr seid vor mir gegangen.« Mehr sagte er zunächst nicht. Später erklärte er, dass er plötzlich ein Licht zwischen den Felsen gesehen habe. Er habe geglaubt, jemand aus der Gruppe sei vorausgegangen. Also sei er dem Licht gefolgt. Doch je weiter er lief, desto stiller sei alles geworden. Er beschrieb die Umgebung später als unnatürlich leer. Selbst seine eigenen Schritte habe er kaum noch gehört. Dann bemerkte er plötzlich, dass das Licht verschwunden war. Und gleichzeitig habe er das Gefühl gehabt, nicht mehr allein zu sein. Adrian sagte später aus, dass er während dieser Minuten mehrmals glaubte, Bewegungen zwischen den Nebelschwaden zu erkennen. Große, dunkle Formen, die sich langsam außerhalb seines Blickfeldes bewegten. Immer wenn er direkt hinsah, sei dort jedoch nichts gewesen. Besonders verstörend war allerdings etwas anderes. Adrian behauptete, er habe plötzlich Stimmen gehört. Keine klaren Worte, eher leises Flüstern. Mehrere Stimmen gleichzeitig, direkt hinter ihm. Als er sich umdrehte, habe er für einen kurzen Moment eine dunkle Gestalt im Nebel gesehen, regungslos, groß, fast menschlich. Dann sei alles verschwommen. Der nächste klare Moment sei gewesen, als er wieder am Lager saß. Doch laut Aussagen der Gruppe fehlte Adrian fast 2 Stunden. Für ihn selbst waren jedoch höchstens 10 oder 15 Minuten vergangen. Noch in derselben Nacht bemerkten mehrere Mitglieder der Gruppe weitere Merkwürdigkeiten. Die Batterien funktionierten plötzlich wieder. Einige Uhren zeigten unterschiedliche Zeiten an und auf den Kameras fehlten mehrere Aufnahmen vom Abend vollständig. Besonders seltsam war das Videomaterial des Fotografen. Die Datei existierte noch. Doch genau in dem Moment, in dem die dunkle Gestalt am Hang erschienen sein soll, brach das Bild abrupt ab. Danach war nur noch verzerrtes Rauschen zu sehen. Gegen 4 Uhr morgens beschloss die Gruppe schließlich, den Abstieg bereits vor Sonnenaufgang zu beginnen. Niemand wollte länger auf dem Gugu bleiben. Der Abstieg begann noch in völliger Dunkelheit. Die Gruppe packte das Lager hastig zusammen, ohne zu frühstücken oder die Ausrüstung ordentlich zu verstauen. Der Nebel hing weiterhin tief über der Hochebene. Selbst die erfahrenen Wanderer aus der Gruppe beschrieben später, dass die Orientierung plötzlich ungewöhnlich schwierig wurde. Mehrfach mussten sie stehen bleiben, weil bekannte Markierungen scheinbar verschwunden waren.
Der Rettungshelfer überprüfte wiederholt die Karte und das GPS-Gerät. Beides zeigte unterschiedliche Positionen an. Zunächst glaubte man an technische Probleme durch das Wetter oder das Gelände, doch irgendwann bemerkte einer der Fotografen etwas, das die Stimmung endgültig veränderte. Die Zeitstempel auf den Kameras stimmten nicht mehr überein. Zwischen einigen Aufnahmen lagen plötzlich fast 2 Stunden Unterschied, obwohl die Bilder offensichtlich innerhalb weniger Minuten aufgenommen worden waren. Noch merkwürdiger war jedoch das Material selbst. Mehrere Fotos vom Lagerplatz waren vollständig schwarz, obwohl die Lampen zu diesem Zeitpunkt laut Aussagen der Gruppe noch funktioniert hatten. Andere Bilder zeigten seltsame Lichtverzerrungen im Nebel. Auf einer Aufnahme glaubte einer der Wanderer später sogar eine dunkle Silhouette im Hintergrund zu erkennen. Die Figur stand zwischen den Felsen oberhalb des Sees, regungslos, fast verborgen im Nebel. Doch niemand aus der Gruppe erinnerte sich daran, dass sich dort oben überhaupt jemand befunden hatte. Während des Abstiegs verschlechterte sich Adrians Zustand zunehmend. Laut Aussagen der anderen wirkte er erschöpft, verwirrt und teilweise desorientiert. Mehrfach blieb er plötzlich stehen und blickte zurück Richtung Gipfel. Einmal fragte ihn jemand, ob alles in Ordnung sei. Adrian antwortete erst nach mehreren Sekunden. Dann sagte er leise: „Ich glaube nicht, dass wir dort oben allein waren." Mehr erklärte er nie. Als die Gruppe schließlich wieder den Wald unterhalb der Hochebene erreichte, verschwand der Nebel fast schlagartig. Die Geräusche der Umgebung kehrten zurück. Wind bewegte die Äste, irgendwo waren wieder Vögel zu hören und zum ersten Mal seit Stunden wirkte alles normal. Doch das Gefühl blieb. Mehrere Mitglieder der Gruppe berichteten später unabhängig voneinander, dass sie noch Tage danach nachts Schritte gehört hätten. Langsame Schritte außerhalb ihrer Wohnungen oder vor den Fenstern. Besonders Adrian veränderte sich nach dem Vorfall deutlich. Laut Aussagen von Freunden sprach er später kaum noch über die Ereignisse am Gugu-Berg. Er vermied Interviews und zog sich zunehmend zurück. Einige Monate später soll er sogar aufgehört haben zu wandern. Bis heute existieren in der Region zahlreiche ähnliche Berichte. Hirten erzählen von Lichtern auf dem Gipfel. Forstarbeiter sprechen von seltsamen Geräuschen im Nebel. Und immer wieder berichten Wanderer davon, nachts auf dem Gugu ein starkes Gefühl beobachtet zu werden. Besonders auffällig ist, dass viele dieser Aussagen dieselben Details enthalten. Plötzlicher Nebel, veränderte Zeitwahrnehmung, Schritte außerhalb des Sichtfeldes und dunkle Gestalten zwischen den Felsen. Natürlich existieren auch rationale Erklärungsversuche. Einige vermuten seltene Wetterphänomene, elektromagnetische Störungen oder psychologische Effekte durch Isolation und Erschöpfung in großer Höhe. Andere glauben, dass sich über Jahrzehnte hinweg lediglich eine moderne Legende entwickelt hat. Doch bestimmte Aspekte des sogenannten Falls Gugu lassen sich bis heute nur schwer erklären. Vor allem die Tatsache, dass viele Beteiligte ihre Aussagen nie geändert haben und dass manche von ihnen bis heute behaupten, sie hätten dort oben etwas gesehen, das sich nicht wie ein Mensch bewegt habe. Die Ereignisse rund um den Gugu-Berg basieren auf Berichten aus den rumänischen Karpaten, alten Wandererzählungen und Aussagen mehrerer Personen, die sich unabhängig voneinander auffallend ähneln. Offiziell wurde der sogenannte Fall Gugu niemals untersucht. Es existieren keine eindeutigen Beweise für übernatürliche Vorgänge und viele der geschilderten Phänomene könnten theoretisch durch Wetterbedingungen, Isolation oder psychologische Belastung erklärt werden. Trotzdem gilt der Gugu-Berg bis heute als einer der rätselhaftesten Orte Rumäniens. Vor allem nachts meiden viele Einheimische die Gegend rund um den Gipfel. Denn manche glauben, dass sich dort oben etwas durch den Nebel bewegt. Etwas, das man besser niemals verfolgen sollte.